Erstmal angekündigt, voriges Jahr schon im Oktober auf der Host in Mailand. Wieder angekündigt, dieses Jahr im Frühjahr mit einem Start sehr bald. Und nach einigen Verzögerungen ist sie jetzt nun endlich da. Die Eureka Single Dose Pro. Der Nachfolger der klassischen Single Dose, die Sie hier sehen. Und hier ist die Single Dose Pro. Ich bin der Wolfgang, Servus, und wir schauen uns jetzt an, ist die Single Dose Pro besser als die schon existierende Single Dose? Single Dosing ist ein großes Thema, vor allem im Privathaushalt. Manche trinken so wenig Kaffee, dass Rückstände in der Mühle einfach eine große Auswirkung auf die Kaffeequalität haben. Andere wechseln gerne Kaffeesorten, zum Beispiel einen kräftigen in der Früh, was Fruchtiges am Nachmittag und einen Decaf am Abend. Das kann ich mit einer Single-Dosing-Mühle natürlich gut machen. Eureka hat schon vor ein paar Jahren die Single-Dosing-Mühle rausgegeben, die Sie hier sehen, und bringt jetzt ein Update, das sie Single Dose Pro nennen. Wir schauen uns mal die zwei im Vergleich an. Einerseits, was ist gleich, was ist auch unterschiedlich. Wir werden auch ein bisschen testen, also sprich vor allem, wie viel Kaffee bleibt noch drinnen, und auch kurz über die Reinigung sprechen. Schauen wir uns die technischen Grunddaten an. Die Eureka Single Dose Mühle basiert auf der sehr erfolgreichen Mignon-Reihe. Der einzige große Unterschied ist, und wenn wir die jetzt drehen, ist im Gegensatz zu den anderen Mignon-Familienmitgliedern, ist die Single-Dosing-Mühle nach vorne geneigt um 15 Grad, damit der Mahlgutraum etwas schräg ist und damit soll mehr Mahlgut in den Cup in dem Fall fallen. Das hat sich auch nicht verändert, die 15 Grad sind gleich geblieben. Also sowohl die alte als auch die Pro. Kern von den Mahlscheiben sind 65 mm Mahlscheiben. Das ist auch bei der alten und bei der neuen gleich. Einen kleinen Unterschied werden wir nachher noch sehen bei den Mahlscheiben. Beide Mühlen sind sowohl für Espresso als auch mal für Mokkakanne oder einen Filterkaffee bis zur Carlsbader Kanne geeignet. Etwas besser funktioniert das jetzt mit der Pro. Warum? Schauen wir uns auch danach nochmal an. Jetzt schauen wir, was hat sich geändert. Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, die Farbe hat sich geändert. Nein, die Farbe hat sich nicht geändert. Das ist einfach die Chrom-Variante hier und hier ist die schwarze Variante. Aber natürlich gibt es auch die neue dann in Chrom und umgekehrt die alte ist in schwarz verfügbar. Was sich wirklich geändert hat, und das sieht man auch gleich, ist der Dosierbehälter vorne. Der ist deutlich anders und ich würde auch sagen, deutlich besser geworden. Warum ist er deutlich besser geworden? Naja, erstens einmal ist er, wenn man es vergleicht, deutlich größer. Das hat im Espresso-Fall keine große Auswirkung, aber natürlich, wenn ich einen Filterkaffee machen will oder vielleicht mal eine Kanne Cold Brew ansetzen möchte, dann wird es hier mit der Größe knapp. Der neue Behälter hat 80 Gramm, also so eine klassische Cold Brew Flasche benötigt üblicherweise so 60 Gramm Kaffee, funktioniert hier mit dem neuen Dosing-Behälter. Das zweite ist noch der Aufsatz hier, bei Eureka hat er alles immer einen Namen, der nennt sich Anti-Shaft Funnel ist die Bezeichnung für diesen Aufsatz, aber der schließt hier wirklich super ab, das heißt, es fällt dann gar nichts neben die Mühle, finde ich gut gemacht. Also das ist deutliche Verbesserung. Der zweite sehr, sehr große Punkt ist das Drehrad. Das Drehrad ist hier im Grunde das gleiche, wie es auch bei der Libra ist. Und in der Pro-Variante gibt es jetzt einerseits, sie nennen es ja King-Size-Style, also das große Drehrad, das es jetzt auch zum Nachmontieren gibt für die anderen Mignons. Gibt es auch ein Video dazu, verlinken wir. Und es gibt aber eine Besonderheit hier. Und die Besonderheit hier, es gibt quasi auch einen, ich würde ihn jetzt mal Rundenzähler bezeichnen. Das heißt, ich kann nicht nur eine Umdrehung machen, sondern ich habe oben auch nochmal, in welchen Umdrehungsrunde bin ich. Also jetzt zum Beispiel haben wir es eingestellt gehabt für einen Filterkaffee. Da haben wir oben
die Rundenzahl 1 und 18. Wenn wir das auf Espresso vorher mal ausprobiert haben, würde man runtergehen auf auch Rundenzahl 1, aber auf 0, also eine komplette Umdrehung. Wenn wir sagen, wir brauchen ein French Press oder anderes, wo es sehr grob ist, würde man jetzt zum Beispiel einfach noch rüber drehen, auf gröber, dann gehen wir da Richtung 2 und zum Beispiel 18, 2, 18. Das heißt, ich kann mir auch, wenn ich komplette Umdrehungen mache, mir danach gut merken, welchen Mahlgrad habe ich verwendet. Das macht die Single Dose Pro flexibler und vor allem besser einsetzbar als die alte Variante, wenn ich wirklich sehr unterschiedliche Zubereitungen verwende. Das Drehrad ist eine deutliche Verbesserung. Einen Punkt habe ich vorher schon kurz gesagt zur Mahlscheiben. Mahlscheiben sind grundsätzlich gleich, aber es hat sehr Kleinigkeit verändert. Die obere Mahlscheibe ist von hinten verschraubt. Wenn Sie schon mal eine Mühle aufgeschraubt haben, dann wissen Sie, dass in den meisten Fällen Sie Schrauben haben bei den Mahlscheiben und an den Schrauben lagert sich immer wieder Kaffeefett ab. Das geht auch meist nicht mehr raus. Darum sind Scheiben ohne Schrauben grundsätzlich zu bevorzugen. Sie haben es hier zumindest mal für die obere Schraube gemacht. Die ist jetzt von hinten verschraubt. Ein kleines Bild dazu können wir auch einblenden, damit Sie das sehen. Ansonsten die untere Schraube ist weiterhin mit Schrauben fixiert. Der Mahlgutraum an sich schaut sehr ähnlich aus und hier haben sie gesagt, sie haben es optimiert. Optisch sieht man zumindest keine große Verbesserung oder Veränderung. Was man schon etwas, vielleicht das Geräuschlevel, wenn man da jetzt mal kurz die neue einschaltet und die alte, dann hat die alte ein dumpferes Geräusch. Und wenn wir uns das Ganze noch mal kurz, ich hole mal einen Kaffee, mit Kaffee probieren, dann werden wir das noch deutlicher merken. Das Geräuschlevel ist etwas anders geworden. So, jetzt machen wir mal neu. Geräusch alt. Dumpfer und etwas lauter. Gut, soweit die Unterschiede, die ja offensichtlich außen sind. Jetzt geht es bei einer Single-Dosing-Mühle natürlich immer darum, dass möglichst viel von dem, was ich oben reinwerfe, auch wirklich unten ankommt. Und dass möglichst wenig im Mahlgutraum drinnen bleibt. Um das zu testen, habe ich heute Vormittag ein paar Tests gemacht und ich hole mir jetzt den Schummelzettel, damit ich die Testergebnisse auch mal Ihnen mitteilen kann. Was habe ich gemacht? Ich habe einerseits die Mühlen aufgeschraubt, komplett ausgesaugt und mit Druckluft komplett gereinigt. Dann jeweils 10 Gramm Kaffee genommen, die 10 Gramm oben reingeworfen und geschaut, wie viel kommt im Cup an. In der ersten Runde 20 Sekunden einfach nur mahlen und dann habe ich nochmal 10 Sekunden mit eingeschaltetem Motor den Blasebalg verwendet. Schauen wir uns mal die Ergebnisse bei dem Test für die Single Dose Pro an. Hier habe ich das dreimal durchgeführt, also dreimal komplett gereinigt und dreimal die Werte gemacht. Hier sind von den 10 Gramm sind in den 3 Versuchen einmal 8,4 und zweimal 8,7 Gramm im Behälter gewesen. Das heißt 1,6 bzw. 1,3 Gramm waren noch in der Mühle. Nach Verwendung des Blasebalgs, jeweils für 10 Sekunden, hat sich ja doch nochmal das deutlich verändert. Es waren dann 9,3 zweimal und einmal 9,2 Gramm. Also das heißt 0,7 bzw. 0,8 Gramm sind dann noch in der Mühle geblieben. Das ist an sich schon ein ganz guter Wert. Warum er vielleicht sogar noch besser ist, als es jetzt mal anhört, werden wir nachher noch hören. Das gleiche habe ich auch mit der alten Single-Dose-Mühle gemacht. Hier waren die Werte so, dass ohne Blasebalg jeweils, da haben wir es zweimal durchgeführt, 8,5 Gramm unten angekommen sind. Mit Blasebalg 8,6 Gramm.
Also ein großer Unterschied zwischen den beiden Mühlen ist, dass der Blasebalg in der neuen Pro eine deutlich stärkere Auswirkung hat und wirklich noch mehr aus dem Mahlgutraum raus befördert, als es bisher der Fall war. Jetzt ist natürlich nicht der Anwendungsfall, dass Sie da zu Hause dann immer jedes Mal aussaugen und das Ganze reinigen, bevor Sie wieder mahlen. Das heißt, es ist auch die Frage, was passiert, wenn ich schon mal gemahlen habe und die nächste Runde mache. Das heißt, ich habe dann einfach ein paar mal 10 Gramm reingeworfen, runtergemahlt, auch wieder mit Blasebalg, also auch wieder 20 Sekunden gemahlen und dann nochmal 10 Sekunden extra mit dem Blasebalg. Bei der neuen Mühle sind ohne Blasebalg 9,2, 9,3 und 9,0 Gramm rausgekommen. Mit Blasebalg waren wir dann jeweils bei 9,9 Gramm. Also das heißt, wir waren dann, ist wirklich die gleiche Menge, die wir oben reingegeben haben, unten rausgekommen. Bei der alten Single-Dose-Mühle war es interessanterweise so, dass schon ohne Blasebalg wir 9,8, 10,0 und 9,9 Gramm in Behälter gehabt haben. Also da kann man mit den Messunsicherheiten, die man hat, sagen, okay, es ist im Grunde alles rausgekommen, was wir oben reingegeben haben. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage. Ist es so, dass wir jetzt zum Beispiel, was wir gesagt haben, bei der neuen Mühle 0,7 Gramm sind drinnen geblieben im ersten Durchlauf. Wenn wir jetzt den nächsten Durchlauf machen, kommen die 0,7 Gramm der ersten Runde dann raus und bleiben neue 0,7 Gramm drinnen. Oder bleiben eher 0,7 von der ersten Runde drinnen und malzt die zweite Runde komplett durch. Es gibt einfach ein paar Bereiche im Mahlgutraum, wo sie Ablagerungen passieren können. Ich habe die Schrauben schon erwähnt und außen noch ein paar Bereiche. Es könnte ja sein, dass dort sich einfach das ablagert und das, was ich nachmale, sich nicht mehr dort ablagert, weil da kein Platz mehr ist, sondern auch wirklich durchkommt. Um das einmal herauszufinden oder ungefähr herauszufinden, haben wir überlegt, wie können wir das machen. Und was wir gemacht haben, ist Kaffee durchzumalen. Und dann haben wir Reinigungspellets genommen, weil die Reinigungspellets einfach eine deutlich andere Farbe haben, um dann zu schauen, wenn ich jetzt 10 Gramm Reinigungspellets durchmale, habe ich dann noch Kaffeepartikel dabei oder habe ich nur die Reinigungspellets im Dosingbehälter. Und da blenden wir euch jetzt auch das Bild ein, was das Ergebnis war, wenn wir das rausgenommen haben. Wir haben es jetzt auch wieder so gemacht, dass wir die 20 Sekunden gemahlen haben und dann den Blasebalg verwendet haben. Das erste Bild mit dem vielen ist die 20 Sekunden. Also das heißt, das ist schon der Großteil des Mahlguts. Und dann der Rest ist dann das, was noch durch den Blasebalg rausgekommen ist. Und für uns auch überraschend, aber auch positiv überraschend war, wenn man das ursprüngliche ansieht, da sind fast keine Kaffeepartikel drinnen. Das heißt, offensichtlich ist das, was drinnen geblieben ist, auch oder vorher schon drinnen geblieben war, auch drinnen geblieben. Und das wir sie reingeworfen haben, hat sich wirklich durchgemalt. Mit dem Blasebalg waren dann ein paar mehr Partikel drinnen, aber es war deutlich noch grau. Also das heißt, es war wirklich so, dass das, was wir reingeworfen haben, dann auch rausgekommen ist. Wir haben das gleiche Experiment auch mal kurz mit der alten gemacht. Hier war das Bild ein etwas bunter, das heißt etwas mehr Kaffeepartikel waren da in dem Mahlgut mit drinnen. Das heißt, hier dürfte die Durchmischung etwas größer sein. Es ist jetzt kein großes wissenschaftliches Experiment, wo wir das genau jetzt gemessen haben, aber ich glaube, es ist schon eine ganz gute Indikation zu sagen, es bleibt offensichtlich immer das Gleiche in der Mühle und das, was wir reinwerfen, wird zum großen Teil wirklich dann in den Dosierbehälter gemahlen. Was hat das jetzt für Auswirkung? Naja, die positive Auswirkung ist, man kann offensichtlich noch besser als jetzt die 0,7, was wir am Anfang gemessen haben, Gramm Retention. Also in Wirklichkeit ist es besser als die 0,7 jetzt vielleicht vermuten lassen. Also das heißt, wenn wir Kaffee wechseln, kommt auch wirklich fast alles in den Behälter rein und die Durchmischung ist wirklich sehr, sehr gering. Das ist einmal die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wenn das Gleiche drinnen bleibt, wird das über die Zeit sich natürlich ablagern. Das heißt, es ist sicher empfehlenswert, auch immer wieder mal die Mühle zu reinigen. Das heißt, wenn Sie alle paar Monate mal die Mühle auch aufschrauben, macht das sicher Sinn. Wie man so eine Mühle
Mignon-Mühle reinigt. Da haben wir auch ein Video dazu, verlinkt man gerne. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch, als typischer Nicht-Anleitungsleser habe ich natürlich einfach probiert, das aufzuschrauben, so wie man es halt optisch aufschrauben kann. Habe das gleich falsch gemacht. Also das heißt, wenn Sie die neue Pro aufmachen, entweder Anleitung lesen oder kurz zuhören. 2 Schrauben, ein Schrauber hier, da oben und da drinnen, da war ich jetzt erst verwirrt, da sind 2 Löcher, aber nur in einem Loch ist eine Madenschraube. Bei einem Loch bin ich rein, habe mir gedacht, es ist keine Madenschraube da. Also haben wir gedacht, ist irgendwie anders befestigt. Nein, ist nicht anders befestigt. Es ist nur in einem der 2 Löcher eine Madenschraube. Die lockern, die Schraube lockern, dann können Sie die komplette Drehrad runternehmen und dann geht der obere Deckel mit dem Schrauben hinten, der gelöst. Wenn Sie den Schrauben hinten lösen, dann geht der obere Deckel dann runter und dann können Sie die Mühle reinigen wie jede andere Mignon. So ist die Single Dose Pro die Revolution, die auf den Marketingbroschüren von Eureka steht. Naja, ich würde es weniger als Revolution nennen, sondern eher eine Evolution zur bestehenden Single Dose Mühle. Das ist ja schon eine sehr solide Basis und es gibt wirklich ein paar Verbesserungen. Nummer 1, der Dosing-Behälter, der es jetzt erstens einmal sauberer macht und zweitens mal auch besser geeignet macht, wenn ich mal ein bisschen mehr Kaffee brauche für ein Cold Brew oder auch für Filtermethoden. Nummer 2, das Drehrad, das einfach viel feiner einzustellen ist und ich einen viel größeren Mahlbereich habe, den ich sauber abdecken kann mit einem runden Zähler, sodass ich mir das auch sauber merken kann. Und drittens, es ist auch die Retention etwas besser geworden, was wir jetzt bei den Tests gesehen haben. Vor allem ist der Effekt durch den Blasbalg größer, als es bisher der Fall war. Wenn ihr selbst die Single Dose habt oder auch die Single Dose Pro und erste Erfahrungen habt, schreibt uns eure Erfahrungen, auch wie ihr das Ganze seht. Wenn ihr Fragen habt, bitte auch gerne in den Kommentaren diese schreiben. Wir schauen, dass wir die zeitnah beantworten und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auch abonniert. Wir machen immer wieder Maschinentests, aber auch, wie setzt man Maschinen praktikabel ein.